Carbon Fully, 700 Wattstunden. Mein Lieblingsmotor, Shimano EP8. Du weißt, warum das mein Lieblingsmotor ist? Weil wahrscheinlich du diesen Pedalkick ausnutzt, oder? Gibt es einen Pedalkick? Klär mich auf. Wie geht denn das? Dass du, wenn du jetzt im Boost-Modus oder so bist, dass du ein bisschen leicht reindrückst, dass du dann unheimlich viel Kraft am Anfang rausgibst, dass du den so einstellst. Deswegen ist es dein Lieblingsmotor? Nee, also der kickt mich, er triggert mich, weil er noch ganz normal, du musst da was reinstecken. Wenn du viel reinsteckst, kommt auch viel raus. Wenn du wenig reinsteckst, kommt auch wenig raus, auch im Turbo-Modus. Ich kann dir das beweisen. Ja, was heißt wenig? Also es ist nicht so, es fährt nicht von alleine. Nicht wie das Bosch, sondern du musst schon ein bisschen was tun. Du musst schon was tun, aber es ist auch einer meiner Lieblingsmotoren, eher wie Bosch, weil er halt sehr, sehr leise ist. Und das mag ich auch. Und das Display finde ich halt richtig schön klein am Lenker. Der reicht vollkommen aus. Und du kannst halt deine individuelle Modis einstellen. Das ist auch eine Besonderheit. Wenn ich Moped fahren will, da hole ich mir einen Bosch CX. So, dann fahre ich Moped. Da kannst du fast ohne Kraftanstrengung fahren. Ich will aber noch Fahrrad fahren. Wenn du aber so einen Modus hast, wo das geht, dann benutzt du den auch die ganze Zeit. Liebe Leute, wenn ihr wisst, was ich meine, also wenn du einen Turbo-Modus hast, viele fahren nur im Turbo, finden das ganz geil. Aber bei dem hier ist es so, du hast einen echten Turbo. Was ich geil finde, dass jeder Modi ist quasi ein Automatikmodus. Das ist so klasse. Du fährst ein Eco, du gibst Gas, auf einmal gibt er dir volle Power. Also mehr, wenn du mit der, genau, das habe ich ja gesagt mit dem Pedal. Das meinst du. Also, mehr mit dem Pedal aber auch im Eco. Genau, dann gibt er dir im Eco-Bereich auch mehr. Nee, aber richtig also viel. Nicht so, genau. Also nicht so. Mehr, als er im Eco rausgeben muss. Genau. Also wenn er merkt, dass du jetzt wirklich Kraft brauchst, ja, dann hilft er dir. Das hilft dir ordentlich. Was ich ganz krank finde, ist die Reichweite. Ich bin gefahren. Wo bin ich gefahren? Genau, ich bin gefahren mit dem EP8 voller Akku. Ich habe den großen Akku genommen, gibt es ja 2 Aufsteckakkus. Bin gefahren von Schlüsselfeld also von Morelos und Concord. Das sind ungefähr 8 Kilometer, 16 Kilometer. Schätz mal, wie viele Balken weg waren. Keiner. Ja, aber 16 Kilometer ist auch nichts. Ja gut, aber du sagst es 16 Kilometer. Wenn du andere fährst, da ist schon richtig Akku weg. Also 1-2 Balken hast du schon weg. Und Shimano ist halt sehr, sehr effizient, da gebe ich dir recht. Also du kommst irre weit mit der Reichweite und wenn du die Kraft brauchst, ist sie da. Also gerade einen Berg hoch und so weiter, voll da. Ja. Aber wenn sie nicht brauchst, also du bist ganz oft, das habe ich auch gemerkt, über den 25 km/h mit dem Motor. Weil du irgendwie der Motor, das Abschalten ist nicht so, dass er auf einmal aufhört. Der geht sehr, sehr langsam runter und dann hast du dann... Er geht sogar ein bisschen mehr wie 25 und schaltet dann ganz langsam sanft ab. Genau. Das ist so das. Also du geht hast so halt diese Wand vor dir auf einmal. Ja, Shimano Bremse. Also ich bin großer Fan von dem Motor, weil er sich so schön fahren lässt. Der Yamaha übrigens auch, der PWST ist da so ähnlich. Der PWST und PWX2 sind da ähnlich, genau. Gebe ich dir auch recht. Fühlt sich sogar für mich ein bisschen stärker an. Aber ich bin halt Shimano-Fan, weil irgendwie das Ding kriegst du irgendwie nicht kaputt. Also ich habe mal versucht, ich habe mal ein Software-Update abgebrochen mittendrin. Du kannst ja selber Software-Updates machen. Dann war das Display tot. Und dann habe ich nachgelesen, die Bluetooth-Einheit ist nämlich im Motor drin. Dann kannst du es mit dem Handy doch mal verbinden und dann kannst du nochmal drauf spielen. Ja. Ging. Und dann ging das Display wieder an. Genau. Die Krankheiten, die bei EP8000 waren. Der EP8000 war eigentlich auch ein richtig geiler Motor. Habe ich übrigens einen drin stehen, offen. Auf jeden Fall wurden dann behoben und der EP8 ist schon sehr, sehr ausgereift. Sehr, sehr. Also da sind die ganzen Kinderkrankheiten weg und funktioniert wunderbar. Also ich habe bis jetzt überhaupt kein Problem mit EP8 gehabt. Wir haben ja über Hunderte, wenn nicht Tausende EP8 verkauft mit Husqvarna und so, Aktionen statt 5.899 € im Moment 5,2 genau. Plus 0%. Plus 0%, wenn jemand will. Das Angebot gilt nicht auf Jobrad, sondern alle anderen Leasinggesellschaften bieten wir an. Nur nicht Jobrad. Genau, was limitiert. Heißt, ich kann das mit Deutsche Dienstrad machen? Kein Problem, ihr könnt das mit Business Bike machen, mit Bike Leasing machen, alles kein Problem. Jobrad hat ein bisschen die Konditionen angezogen, ne? Genau, und Jobrad, ja. So, wollen wir mal nicht so viel, aber so, Ladebuchse, das ist ja ganz, ganz wichtig. Integration ist schön gelöst. Ich kann mein Rad direkt quasi am Rahmen laden. Ich habe noch eine zusätzliche Gummidichtung, damit halt nicht Feuchtigkeit reingeht. Das ist ja der Trafon-Akku und dann kann ich da quasi schön, da ist auch der große Ladegerät dabei, das lädt dann innerhalb 3,5 Stunden schon voll. Wie viel Wattstunden hat der Akku? 700? Der Akku hat 700er. Ja. 700 und wir haben ein Carbon. Carbon? Ja, das ist keine Alu. Also ein Carbon-Fully. Carbon-Fully, genau.
RockShox, der Dämpfer schlechthin. Deluxe, der ist der meistverbaute Dämpfer. In verschiedenen Versionen gibt es den ja. Deluxe Plus, Select Plus etc. Aber der ist der meistverbaute Dämpfer bei E-Bikes. Und das spricht halt für die Qualität. Und vorne haben wir den Santur Durolux. Boah, das ist eine meiner Lieblingsfedern mittlerweile. Gabeln. Fahren auch sehr viele jetzt im World Cup, habe ich jetzt gesehen. Funktioniert wirklich wunderbar. Ne? Standrohrdicke? Das sind, glaube ich, ein 38er, wenn ich mich nicht irre. Also Fox hat ja jetzt auch viele Einstiegsfedern und Gabeln, aber das hier ist so eine fein abgestimmte klasse Feder. Da werde ich wahrscheinlich jetzt vollends in die Fresse kriegen an den Kommentaren. Aber bitte, bitte fahrt sie erstmal. Und allein das Zubehör. Guck mal hier, wie die Integration des Fenders ist. Ist wunderschön. Und den Durolux als Doppelbrücke hatten wir jetzt bei den Husqvarna Downhiller gehabt. Wir haben über 50 von denen verkauft. Kein einziger ist zurückgekommen. Alle Kunden waren zufrieden und waren begeistert, dass es sogar besser federt als der Boxer. Du merkst, dass Santur hier mit Hochglanzschwarz arbeitet, mit dem Logo. Das ist gar nicht zu sehen. Also es geht quasi unter, weil wenn du da riesengroß Santur draufschreiben würdest, die wissen, in 3 Jahren kannst du da ganz groß Santur draufschreiben. Im Moment ist das noch so ein bisschen der praktisch Hidden Champion. Das ist auch der Hidden Champion. Es ist aber so, auch so, Santur geht klar auf Masse. Das ist auch zum Beispiel bei VW so. VW hat die Kompetenz, VW. Volkswagen, ja. Genau, hat die Kompetenz, eigentlich im Premium-Segment Autos zu bauen. Nur keiner würde ein Premium-Auto Marke VW kaufen. Das ist das Problem. Und das Gleiche hat auch natürlich Santur. Santur hat die Kompetenz, kann Gabel und Dämpfer bauen, die sogar besser sind als Öhlins oder Fox. Nur keiner ist bereit, den Preis für einen Santur zu bezahlen, weil die viele wollen ja auch einfach Masse produzieren. Viele wollen ja auch ein Fox-Logo hinten auf ihrem VW-Bus kleben und so. Weiß ja selber. Fox hat einfach eine kleine Stückzahl, ist begehrter, genau. Und Santur wird nie begehrt sein, weil die einfach mehrere Millionen Gabeln produzieren für normale Räder. Aber die Kompetenz haben sie natürlich, um unheimlich tolle Premium-Segmente. Ich habe jetzt in meinem neuen Wohnmobil auch viele Gabeln bestellt. Ja, gut. Auch Löffel. Hoffe ich. Also es ist schon, mit Gabeln ist unbesser. Es ist schon spät. Warte mal. Stevens. Das ist eine komplette. Nee, ich wollte es nur gerade abwürgen, weil wir sind bei 8 Minuten. Und Stevens E-Inception AM 8.7.2, Vorteil Carbon, eine geile Frontkabel. Also wir haben Carbon. Lass uns mal einmal alles bitte. Wir haben XT. 4 Kolben, vorne, hinten. Warte, XT-Bremse, 4 Kolben, vorne und hinten. XT-Schaltung. XT-Schaltung. Genau. Shimano-Bremsen? Shimano Bremsen. 700 Wattstunden, Vollcarbon, EP8, absenkbare Sattelstütze. Eine Besonderheit, zum Beispiel bei Dings, ist auch, dass du eine USB-C-Ladebuchse hast. Kannst dein Handy laden, kannst alles machen. Der Einschaltknopf bei Shimano ist auch was Schönes. Du hast ein E8000er Display, kannst mit Bluetooth verbinden, kannst deine 2 individuelle Modis drauf machen. Du kannst, wie du schon gesagt hast, dein Software-Updates drauf machen, hast eine richtig gute Gabel und das haben wir jetzt auch als Aktion, ich glaube limitiert auf 25 oder 20 Stück, mehr haben wir leider nicht, 5.200, 0% Finanzierung, 12 Monate, bis 30.06. haben wir die 0% Finanzierung und wir haben Malletbereifung, vorne 29 Zoll, hast die Laufruhigkeit und hinten 27,5 und bist super wendig. Das sind so die Vorteile von diesem Fahrrad. Ja, die Farbe ist gelungen, ist aber Geschmackssache. Findest du? Ich finde es schön. Da kann man doch, also jetzt mal ganz ehrlich, es sieht aus wie so eine Pastille aus der Apotheke. Wie nennst du die? Die Halspastillen. Die Halspastillen. Es ist ja auch Pastell. Achso, tschüss. Achso, wir müssen noch sagen, die Webseite soll ich promoten. www.recycle.de. Ihr habt jetzt... ist klar. Switchbike.de. Habe ich Recycle gesagt? Gehen Sie nicht auf Recycle, aber obwohl, Sie können auch gerne auf Recycle. Also das war aber jetzt so eingeübt. Ja, grüße ich mal den Nico Orkenfeld natürlich auch von hier. So, ist auch der Händlerkollege. War aber jetzt keine Absicht. Wir sind bei Switchbike in Gießen. Aber wenn ihr gerne ein Cube wollt, kauft es super gerne bei unserem Kollegen Nico. Der ist sehr kompetent. Genau. Und wenn ihr ein Rotwild wollt, könnt ihr gerne auch zum Kai Gimmler, auch ein sehr, sehr netter, kompetenter Partner. Und ja. Alles klar, so war ein erfreulicher Versprecher. Wir sind tatsächlich bei 100 Jahre Switchbike Bornemann in Gießen. Telefon? 0641 34393. www.switchbike.de. Donnerstags? Geschlossen. Unter der Woche bis 18 Uhr und samstags bis 16 Uhr. Tschüss. Ciao.